Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur Nikon Z6 Mark III, und zwar so ein kleines Basiskonfiguration, Tipps und Tricks Grundeinstellungsvideo. Wenn ihr die Kamera neu habt, dann seid ihr ja vielleicht sogar neu im Nikon-System und dann kann das Menü ein bisschen verwirrend sein, und ich möchte euch einfach so die Grundkonfiguration und ein paar Basiseinstellungen zeigen. Vielleicht sucht ihr auch ein paar Optionen, die ihr nicht direkt so im Menü gefunden habt. Die möchte ich euch hier zeigen. Ihr könnt auch die Kapitel von dem Video dann benutzen. Unten in der Beschreibung stehen die drin. Da seht ihr so ein bisschen die Oberbegriffe von dem, was wir jetzt hier einstellen. Ich habe hier meinen Atomos-Rekorder angeschlossen. Ihr könnt das Bild jetzt hier auch sehen. Und dann kann ich euch einfach besser das Menü zeigen. Wenn ich hier direkt ins Menü gehe, dann seht ihr hier einfach, was ich euch so zeige. Und ich habe die Kamera jetzt mal komplett zurückgesetzt. Also wenn ihr auf Einstellungen geht und die Kamera komplett zurücksetzt, dann seid ihr genau an dem Punkt, wo ich jetzt hier auch bin. Das macht es einfach ein bisschen einfacher, von Grund auf gleich anzufangen. Und dann lasst uns doch jetzt einfach mal beginnen. Wir gehen das Menü von oben nach unten durch. Ich erkläre euch so ein bisschen die Einstellungen und wir beginnen im Fotoaufnahmemenü, das grüne Fotoaufnahmemenü. Ihr seht hier als erstes, könnt ihr die Ordner benennen und auch die Dateinamen. Bei den Dateinamen, ich habe ja mehrere Kameras, da mache ich es eigentlich immer so, dass ich das Ganze nach der Kamera benenne. Also hier zum Beispiel Z6 III für Z6 Mark III. Das kann natürlich jeder für sich so selbst festlegen, wie er es gern hätte. Ich nehme da einfach sowas, dass ich das ein bisschen besser unterscheiden kann. Das muss natürlich auch nicht jeder machen. Ihr könnt auch die Grundeinstellungen lassen. Bei mir macht es halt ein bisschen mehr Sinn. Wenn wir im Menü dann direkt runtergehen, dann sehen wir hier als ersten Punkt die Bildqualität. Und die wollen wir natürlich umstellen, denn standardmäßig steht die einfach nur auf normale. Und das ist weit weg von der höchsten Qualität, welche euch die Kamera bieten kann. Jetzt kommt es drauf an. Seid ihr JPEG-Shooter, ihr wollt also die Bilder aus der Kamera direkt nutzen, dann könnt ihr das Ganze auf JPEG Fine stellen. Wenn ihr eure Bilder noch ausgiebig bearbeiten wollt, dann stellt ihr das hier natürlich auf RAW. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf RAW mit JPEG zu stellen. Ich stelle das Ganze jetzt mal auf RAW, weil ich wirklich alles im RAW aufnehme. Ein bisschen weiter unten findet ihr dann die RAW-Aufzeichnung. Und da habt ihr die Möglichkeit, die Komprimierung einzustellen. Und da ich die höchste Qualität haben will, stelle ich das Ganze auf verlustfreie Komprimierung. Das könnt ihr natürlich für euch anpassen. Ich würde jetzt sagen, ja, nehmt die verlustfreie Komprimierung. Natürlich, der Unterschied ist nicht so groß, aber manchmal macht das bisschen halt doch was aus. Direkt darunter finden wir die ISO-Einstellungen und hier sehen wir auch schon, die ISO-Automatik ist aktiviert. Das würde ich euch auch zumindest auch für den Anfang auf jeden Fall mal empfehlen, dass die Kamera die ISO zumindest automatisch wählt, und hier könnt ihr das Ganze begrenzen. Jetzt ist das hier auf 64.000 eingestellt und das ist deutlich zu hoch. Da habt ihr schon richtiges Rauschen im Bild. Ich würde euch da empfehlen, den Wert auf 12.800 oder maximal 25.600 zu stellen. Ich bin mit 12.800 wirklich sehr zufrieden und deswegen stelle ich bei mir hier 12.800 ein. Wir können dann direkt zurückgehen und ihr habt als nächstes den Punkt Weißabgleich. Und hier habt ihr bei Auto 1, wie ihr das seht, könnt ihr nach rechts drücken, verschiedene Auswahlmöglichkeiten für den automatischen Weißabgleich. Jetzt ist es so, ihr könnt es entweder auf Auto 1 lassen, da habt ihr eine Gesamtatmosphäre bewahren. Die Kamera versucht es so natürlich wie möglich wiederzugeben. Ihr habt hier aber auch noch die Möglichkeit, Auto 0 auszuwählen, dann wird das Bild ein bisschen kühler, oder Auto 2 für eine wärmere Lichtstimmung. Ich bin mit Auto 1 aber wirklich sehr zufrieden und lasst das jetzt auch mal auf Auto 1. Ein bisschen weiter unten im Menü haben wir dann auch den Punkt Flimmerreduzierung Foto. Das heißt, wenn ihr öfters in Innenräumen fotografiert oder ihr zum Beispiel in Innenräumen mit künstlicher Beleuchtung fotografiert, dann kann es sein, dass ihr durch die Lampen Banding ins Bild habt, also so leicht schwarze Balken. Das könnt ihr mit der Flimmerreduzierung reduzieren bzw. eliminieren. Das kommt darauf an, wie gut das die Kamera hinbekommt. Ihr habt weiter unten noch den Punkt Hochfrequenz-Flimmerreduzierung. Das ist ein Punkt, gerade bei LED-Beleuchtung oder LED-Monitoren könnt ihr hier noch eine bessere Flimmerreduzierung einstellen. Ihr könnt es ein bisschen ausprobieren, aber gerade wirklich bei Innenräumen, wenn ihr zum Beispiel im Standesamt eine Hochzeit fotografiert oder irgendwie sowas oder zu Hause eure Kinder, dann macht es schon Sinn, hier mit den Flimmerreduzierungen zu arbeiten. Probiert es einfach mal aus, ihr werdet die Ergebnisse dann direkt in der Kamera schon sehen. Ein bisschen weiter unten im Menü finden wir dann direkt die Aufnahmebetriebsart. Hier seht ihr, das Ganze steht jetzt auf Einzelbild. Das heißt, ihr drückt einmal den Auslöser und es wird ein Bild aufgenommen. Jetzt ist die Kamera ja sehr potent und kann sehr viele Bilder in der Sekunde aufnehmen. Ich stelle das Ganze zum Beispiel meistens auf Serienaufnahme L. Das ist die Serienaufnahme Low. Dann nimmt die Kamera keine 20, 30 Bilder in der Sekunde auf, aber ihr könnt das Ganze konfigurieren. Und es ist meiner Meinung nach immer besser,
außer ein, zwei Bilder mehr zu haben, gerade wenn ihr wieder Kinder fotografiert oder sowas, die haben halt öfter mal die Augen zu. Oder ihr macht ein Gruppenfoto, da bietet es sich an, eine Serienaufnahme zu machen, weil die Möglichkeit, dass alle die Augen offen haben, ist da dann deutlich höher. Wie gesagt, ich stelle das Ganze für mich hier mal in Serienaufnahme L und das Ganze von der Geschwindigkeit her können wir auch noch konfigurieren. Da springen wir dann direkt mal ein paar Menüpunkte weiter, wo wir nachher auch noch mal hinkommen, aber ich möchte euch natürlich zeigen, wo ihr das hier einstellen könnt. Ihr müsst dazu dann nämlich zurück ins Individualfunktionen-Menü auf D1. Hier seht ihr die Low-Speed-Bildrate und hier könnt ihr jetzt festlegen, ob ihr ein Bild pro Sekunde haben wollt oder ob ihr bis zu 7 Bilder pro Sekunde haben wollt. Standardmäßig steht das Ganze auf 5 Bilder pro Sekunde und damit bin ich auch sehr zufrieden. Also ich lasse das hier auf 5 Bilder pro Sekunde und gehe mal zurück ins Fotoaufnahmemenü, dass wir da weitermachen können. Direkt unter der Aufnahmebetriebsart findet ihr nämlich den Fokusmodus. Und jetzt ist es ja so, die Kamera hat einen sehr potenten Autofokus und den wollen wir natürlich auch nutzen. Beim Einzelautofokus ist es so, ihr drückt den Auslöser halb runter, die Kamera fokussiert auf das Motiv und bleibt dann an diesem Punkt. Jetzt ist es so, wenn sich euer Motiv bewegt, dann wollt ihr da natürlich eine Nachführung haben und das könnt ihr einstellen, indem ihr hier einfach auf den kontinuierlichen Autofokus geht, AFC auswählt. Jetzt habt ihr eine dauerhafte Nachverfolgung von eurem Motiv und die Kamera kann zeigen, was sie kann und ihr habt hoffentlich immer alles scharf im Bild. Hier habt ihr dann natürlich auch noch die Möglichkeit, den Autofokus auf manuell einzustellen, aber da wollen wir jetzt mal nicht so weitermachen. Wir gehen in den AFC und schauen mal weiter, was wir hier noch so haben, und zwar die AF-Messfeldsteuerung. Bei der AF-Messfeldsteuerung, ihr seht es jetzt hier im Bild, das kleine rote Dreieck, da könnt ihr jetzt den Bereich, die Zone, wo euer AF greifen soll, auswählen. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, entweder ein recht großes Messfeld auszuwählen oder sogar 3D-Tracking, wo ihr Objekte tracken könnt. Ich kann euch das direkt mal zeigen. Das seht ihr hier. Gut, jetzt ist es hier ein bisschen dunkel. Ich mache es mal ein bisschen heller. Ihr könnt es hier auswählen und die Kamera versucht jetzt, das Objekt hier immer zu tracken. Jetzt ist es so, das kann man vielleicht nicht immer brauchen. Ich bin ein Freund davon, die automatische Messfeldsteuerung zu benutzen, weil da habt ihr einfach den kompletten Bildschirm als ein Messfeld und die Kamera versucht, eure Motive, also wenn ihr was eingestellt habt, zum Beispiel Personen, in diesem Bereich zu erkennen. Jetzt ist es so, wenn ihr natürlich viele Motive in einem Bild habt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall eine Zone auswählen, damit ihr das Ganze ein bisschen begrenzen könnt. Wie gesagt, ich bin mit dem breiten Feld, also mit dem ganzen Feld eigentlich sehr zufrieden und lasst es jetzt hier mal eingestellt. Ihr könnt es natürlich so einstellen, wie es euch passt. Und wie ich gerade schon angesprochen hatte, haben wir hier dann die Optionen zur Motivwahrnehmung, also die Motiverkennung. Ihr habt hier die Möglichkeiten, Personen, Tiere, Verkehrsmittel oder Flugzeuge zu erkennen. Ihr könnt die Motiverkennung natürlich auch ausstellen oder auf Automatik stellen. Bei Automatik versucht die Kamera dann immer ein Motiv im Bild zu erkennen und wählt dieses dann aus. Jetzt habt ihr hier die Sache, wenn ihr Personen auswählt, dann ist es eine Priorisierung. Das heißt, wenn ihr eine Person und ein Tier im Bild habt, dann wählt die Kamera die Person aus. Wenn ihr hier jetzt Tier auswählt, dann wählt die Kamera das Tier aus, auch wenn sich eine Person im Bild befindet. Das ist ziemlich cool. Ich nutze aber meistens die automatische Motiverkennung und bin damit eigentlich sehr zufrieden und stelle das Ganze nur in Spezialfällen um. Ich lasse es hier jetzt mal auf Automatik. Ihr habt einen Punkt weiter unten dann auch noch die Möglichkeit, die Motiverkennung im manuellen Fokus auszuwählen. Da könnt ihr hier den Punkt auswählen, dass ihr auch im manuellen Fokus eine Motiverkennung habt. Eins weiter unten findet ihr den Bildstabilisator und da könnt ihr den Bildstabi konfigurieren. Ihr habt hier 3 Möglichkeiten: Aus, Sport oder Normal. Im Normalmodus tut die Kamera in allen Achsen des Bilds stabilisieren. Das eignet sich vor allem für statische Motive. Im Sportmodus eignet sich das Ganze eher mehr für bewegte Motive. Also wenn ihr zum Beispiel Mitzieher im Sport macht oder so. Und Aus ist natürlich aus. Ich lasse das Ganze aber normalerweise auf Normal stehen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Kamera erkennt auch so ein bisschen, was ihr gerade für Aktionen macht und kann da passend stabilisieren. Wenn ihr da aber Probleme seht und bemerkt, der Stabi macht euch da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, dann könnt ihr das Ganze hier umstellen. Und dann bietet euch die Kamera natürlich auch noch verschiedene Aufnahmemodi und die kommen jetzt hier. Ihr könnt zum Beispiel automatische Belichtungsreihen erstellen, ihr könnt Mehrfachbelichtungen erstellen, eine HDR-Überlagerung, also ein HDR-Bild erstellen, Intervallaufnahme, Zeitraffervideos, Aufnahme mit Fokusverlagerung und Aufnahme mit Pixelverlagerung, also in höherer Auflösung. Die ganzen Modis habt ihr hier. Ihr könnt hier die einzelnen Aufnahmen dann auch detailliert konfigurieren, wie es euch passt.
Das könnt ihr euch ja einfach mal anschauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Zeitraffer erstellen wollt, geht ihr ins Menü und könnt hier alles einstellen von Intervall, Aufnahmezeitraum und was die Kamera da noch so machen soll. Natürlich auch den Videodateityp und so weiter. Das lässt sich hier alles ausgiebig konfigurieren. Schaut euch einfach mal das Menü an. Ihr habt oben immer noch so ein kleines Fragezeichen, wo euch das Ganze auch nochmal erklärt wird. Die ganzen Aufnahmemodus findet ihr dann hier unten am Ende vom Menü. Und dann kommen wir schon zum nächsten Menü, und zwar das, ja, ich nenne es mal hellgrüne Videoaufnahmemenü. Wenn ihr Videos mit der Kamera machen wollt, die Kamera ist da wirklich sehr potent, dann habt ihr hier alle Einstellmöglichkeiten, und da schauen wir jetzt mal rein. Als erstes könnt ihr natürlich wieder Ordner und Dateinamen vergeben, so wie es auch schon bei der Fotoaufnahme war. Uns interessiert jetzt aber als nächstes erstmal der Videodateityp. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, in H.264 8-Bit und H.265 8-Bit aufzunehmen. Ihr könnt aber, und das würde ich euch empfehlen, mindestens in 10-Bit Farbtiefe aufnehmen. Da habt ihr einfach nochmal viel mehr Farbdetails im Bild, und ihr könnt hier natürlich bis hoch zum NRAW 12-Bit gehen. Da habt ihr dann natürlich die höchste Bildqualität, sag ich's mal, die höchste Farbtiefe und das Ganze natürlich im RAW. Ihr habt da viel mehr Möglichkeiten, aber ihr solltet dann natürlich schon wissen, was ihr tut. Also ich würde euch empfehlen, für den Anfang vielleicht einfach H.265 10-Bit zu nutzen. Ihr müsst da nur ein bisschen aufpassen. H.265 ist ein Codec, da muss euer Rechner schon potent sein, dass ihr das Ganze bearbeiten könnt. Auf Macs mit den M-Prozessoren ist das aber allgemein kein Problem. Bei Windows-Rechnern müsst ihr da einfach gucken, dass ihr da ein bisschen mehr Power dahinter habt. Wenn ihr dann bei der Auswahl von diesem Videodateityp seid, könnt ihr nochmal nach rechts klicken und habt hier dann die Möglichkeit zum Tonmodus auswählen. Also SDR ist die ganz normale Aufnahme, HLG ist so eine HDR-Aufnahme und N-Log ist natürlich das N-Log-Format. Und wenn ihr das Video nach der Aufnahme noch richtig toll bearbeiten wollt, also gerade in der Dynamik und so Höhen und Tiefen noch rumspielen wollt, dann empfiehlt sich natürlich das N-Log-Format. Ihr solltet aber schon ein bisschen wissen, was ihr tut. Ansonsten wählt ihr da einfach das SDR aus. Eins weiter unten im Menü findet ihr dann die Bildgröße und die Bildrate. Und die ist natürlich wichtig, denn ihr wollt ja eine gewisse Auflösung mit einer gewissen Anzahl von Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und hier könnt ihr dann einstellen, ob ihr das Ganze in Full HD aufnehmen wollt mit bis zu 200 Bildern pro Sekunde oder dann eben in zum Beispiel 4K 30p, so wie es ich jetzt hier für meinen YouTube-Kanal zum Beispiel auch nutze. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, bis zu 6K mit 60 Bildern zu gehen. Also da ist schon ordentlich was geboten hier in der Kamera. Da könnt ihr euch wirklich austoben und habt eine sehr gute Videoqualität zur Verfügung. Wie gesagt, ich nutze hier jetzt mal 4K mit 30 Bildern, weil das eigentlich so mein allgemeines YouTube-Format hier ist. Ihr könnt dann etwas weiter unten auch noch die Videoqualität vom NRAW einstellen. Ihr habt hier die Auswahlmöglichkeit zwischen normal oder hohe Qualität, und wenn ihr NRAW benutzt, dann wollt ihr wahrscheinlich die höchste Qualität haben. Also lassen wir das hier auf hohe Qualität stehen. Wie auch im Fotomodus habt ihr hier dann noch die Möglichkeit, die ISO-Empfindlichkeitseinstellung einzustellen, und das ist einfach die ISO-Automatik hier wieder mit der maximalen Empfindlichkeit, und auch hier würde ich euch empfehlen, auf ISO 12800 zu gehen. Ihr habt da wirklich sehr viele Reserven. Gerade im Videobereich habt ihr ja sowieso eine längere Belichtungszeit als normalerweise im Fotobereich, und da ist ISO 12800 schon sehr, sehr stark. Also da könnt ihr schon wirklich bei relativ viel Dunkelheit immer noch ganz gut fotografieren, und die Qualität, vor allem das Rauschen, ist natürlich immer noch sehr angenehm. Wie gesagt, ISO 12800 für die ISO-Empfindlichkeit bzw. die ISO-Automatik wählen wir hier mal aus. Direkt drunter haben wir wieder den Weißabgleich, und da könnt ihr natürlich einen Weißabgleich entweder fest einstellen oder das Ganze konfigurieren. Ihr könnt hier auch auswählen, dass das gemäß der Fotoeinstellung sein soll. Also wenn ihr von Foto auf Video wechselt, dass eben die Fotoeinstellungen Weißabgleich-Einstellungen übernommen werden. Ich empfehle euch beim Weißabgleich im Video immer einen festen Weißabgleich zu setzen, weil was ihr im Video unbedingt nicht wollt, ist, dass die Kamera während der Videoaufnahme den Weißabgleich ändert und sich die Farbe und so weiter von eurem Video verändert, weil das macht dann später, auch wenn ihr das Ganze noch bearbeiten wollt, einfach keinen Spaß, das da gleichmäßig anzupassen. Wenn ihr einen HDR-Modus aktiviert habt, dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, die HLG-Qualität einzustellen, also ihr könnt da noch weitere Einstellungen vornehmen. Wie gesagt, ich empfehle euch erstmal entweder im normalen Bildformat oder eben gleich im N-Log aufzunehmen. Den Punkt überspringen wir jetzt mal. Wenn ihr ins Menü geht, wenn ihr HLG aktiviert habt, dann seht ihr, was ihr hier für Einstellungsmöglichkeiten habt. Gehen wir ein bisschen weiter runter, dann finden wir hier auch wieder die Flimmerreduzierung und wir finden den Fokusmodus. Und da ist es jetzt die Frage, wollt ihr im Video einen kontinuierlichen Autofokus haben? Dann müsst ihr das Ganze auf AFF stellen. Das ist hier ein neuer Punkt, den gibt es im Fotomodus so nicht. Das ist eben der permanente AF, wenn die Kamera einfach permanent fokussieren soll. Oder ihr stellt das Ganze auf Einzelfokus oder natürlich auf
manuellen Fokus. Es gibt ja viele Leute, die im Video manuell fokussieren, damit die Kamera einfach nicht hin und her pumpt und es da nicht zu Überraschungen kommt. Ihr könnt hier einstellen, was ihr für euch braucht. Und wie im Fotomodus habt ihr direkt drunter wieder die AF-Messfeldsteuerung, wo ihr auswählen könnt, ob ihr eine Zone nutzen wollt, ein Einzelfeld oder eben den kompletten Bildschirm. Im Videobereich ist es ein bisschen anders wie im Fotobereich, weil ihr da wirklich eine Zone festlegen solltet, wo ihr fokussieren wollt, weil die Kamera, da kann es dann sein, wenn sie im Hintergrund ein Motiv entdeckt oder sowas, kann das sein, dass die auf den Hintergrund springt und das wollt ihr natürlich vermeiden. Deswegen solltet ihr hier bei der Messfeldsteuerung auf jeden Fall das passende auswählen. Ich nehme hier mal das Einzelfeld und kann das dann, wenn ich ein Video aufnehmen will, direkt so festlegen. Und ihr habt natürlich auch hier im Video wieder die Motiverkennung mit der Motivwahrnehmung von Personen, Tiere, Verkehrsmittel und so weiter. Ihr habt hier aber noch den Punkt AF ohne erkanntes Motiv. Wenn ihr diesen Punkt auf Off stellt, dann wird die Kamera ohne erkanntes Motiv nicht den Fokus verstellen. Und das ist ja manchmal auch ganz hilfreich, dass die Kamera eben nicht hin und her pumpt, wenn sie kein Motiv erkannt hat. Ihr könnt es hier also so konfigurieren, wie es euch passt. Hier habt ihr dann natürlich auch wieder die Motiverkennung im manuellen Fokus, ist manchmal auch ein bisschen hilfreich. Direkt drunter habt ihr dann wieder die Bildstabilisator-Einstellung und ihr habt hier noch einen extra Punkt, den Digital VR. Das ist eine digitale Bildstabilisation, da wird das Bild noch ein bisschen weiter reingekroppt. Ihr habt dafür eine bessere elektronische Stabilisierung. Ob euch das passt oder nicht, probiert ihr am besten selbst aus. Ich lasse das Ganze hier jetzt mal aus und wir kommen zum weiteren Punkt. Und zwar die Auswahl des Audioeingangs. Hier könnt ihr zwischen externem Mikrofon und Line einstellen. Jetzt ist es so, wenn ihr ein Mikrofon auf der Kamera benutzt, wie jetzt ich zum Beispiel hier das Rode und das hier an der Kamera angeschlossen wäre, dann stellt ihr das auf externes Mikrofon. Wenn ihr jetzt einen Audiorekorder, einen Zoom-Recorder zum Beispiel habt, dann solltet ihr das Ganze hier auf Line-Eingang stellen, damit eben die Kamera besser mit dem Audiorekorder umgehen kann. Ich lasse das Ganze hier jetzt mal auf Mikrofon und einen Punkt weiter unten könnt ihr die Empfindlichkeit einstellen. Ihr könnt das Ganze jetzt hier auf Auto lassen, dann versucht die Kamera den Mikrofonpegel auf einem gewissen Level zu halten, also dass es nicht übersteuert. Ihr solltet aber meiner Meinung nach immer manuell einpegeln. Das heißt, ihr könnt gucken, dass ihr vielleicht irgendwo dann auf -12 bis -6 dB landet. So könnt ihr einfach komplett verhindern, dass die Kamera irgendwann mal bzw. das Mikrofon irgendwann mal übersteuert, wenn es mal ein bisschen lauter sein sollte. Das Ganze muss man aber natürlich für jedes Mikrofon einzeln einstellen und das solltet ihr natürlich dann auch machen. Ihr könnt hier noch eine Dämpfung einstellen und den Frequenzgang auswählen zwischen Breitband und Sprache. Bei Sprache eignet sich das Ganze dann natürlich besser für die menschliche Stimme. Ihr habt hier dann auch noch die Möglichkeit, Windgeräuschreduzierung einzustellen und damit aktiviert ihr einen Hochpassfilter, welcher Windgeräusche vermeiden soll. Jetzt kann es aber sein, dass damit auch noch andere Audioquellen bzw. Geräusche abgeschnitten werden. Deswegen Windgeräuschfilter bzw. Windgeräuschreduzierung lasse ich bei mir einfach immer aus und versuche über das Mikrofon zu regeln. Also mit einem Dead Cat oder so, dass da eben keine Windgeräusche aufgenommen werden. Ansonsten habt ihr hier natürlich noch die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen und könnt hier die Kopfhörerlautstärke einstellen und dann war es das auch schon im Videoaufnahmemenü. Und damit kommen wir zum nächsten Menü, das Individualfunktionen-Menü. Da waren wir ja vorhin schon mal drin und wir gehen aber trotzdem jetzt wieder von oben bis unten durch. Ihr habt als erstes oben natürlich erstmal die Möglichkeit, das Ganze zurückzusetzen. Da wir die Kamera ja insgesamt zurückgesetzt hatten, muss ich hier jetzt die Kamera nicht zurücksetzen und wir können erstmal in den ersten Menüpunkt Schärfe gehen. Hier habt ihr direkt mal die Möglichkeit, die Priorität bei AFC einzustellen. Jetzt ist es so, AFC ist ja diese kontinuierliche Autofokusverfolgung und die steht hier standardmäßig auf Auslösepriorität. Das heißt, wenn ihr ein Motiv verfolgt und ihr drückt den Auslöser, dann wird die Kamera auch wirklich auslösen. Egal, ob sie jetzt schon den Fokus perfekt gefunden hat oder nicht. Ich bin ein Freund davon, von sehr scharfen Bildern. Deswegen passe ich das Ganze hier meistens auf Schärfe-Priorität an. Da wartet die Kamera dann wirklich, bis sie die Schärfe gefunden hat. Ist jetzt aber nicht so, dass da eine ewige Zeit vergeht. Also ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass selbst auf Schärfe-Priorität die Kamera sehr schnell das Motiv findet und dann natürlich auch scharf stellt. Und ich möchte ja scharfe Bilder haben. Wenn ihr natürlich Priorität auf die Auslösung legt, dann solltet ihr das Ganze hier auf Auslösepriorität stellen. Wie gesagt, ich mag die Schärfe, deswegen lasse ich es hier mal auf Schärfe stehen. Bei AFS steht das Ganze schon auf Schärfe, weil beim Single-Autofokus, da wollt ihr ja wirklich die Schärfe dann im Bild haben. Da fotografiert ihr ja meistens auch Motive, die sich nicht bewegen damit. Unter A3 Schärfenachführung mit Lock-On könnt ihr einstellen, wie schnell sich der Autofokus an ein neues Objekt anpassen soll. Also wenn ihr ein Motiv fokussiert und da kommt ein Objekt dazwischen, wie schnell der Autofokus da drauf springen soll. Ihr könnt da entweder
entweder auf schnell oder auf verzögert gehen. Verzögert heißt da natürlich, dass der Autofokus versucht, auf eurem bisherigen Motiv zu bleiben. Schnell ist da natürlich dann genau das Gegenteil. Die Kamera versucht so schnell wie möglich auf das neue Objekt zu fokussieren. Könnt ihr hier dann für euch passend konfigurieren. Unter A4 könnt ihr die Fokusmessfelder begrenzen, also ihr könnt da nur jedes zweite Messfeld dann auswählen, macht aber meiner Meinung nach nicht wirklich so viel Sinn. Ich möchte ja wirklich alle AF-Felder zur Verfügung haben. Unter A5 könnt ihr die Messfelder je nach Ausrichtung speichern. Das heißt, ihr habt verschiedene Messfelder im Hoch- und Querformat. Ich lasse das Ganze hier mal auf Aus. A6 ist ein wichtiger Punkt für Leute, die Back-Button-Fokus verwenden. Das heißt, ihr fokussiert nur mit dem AF-On-Knopf hinten. Hier könnt ihr nämlich die AF-Aktivierung einstellen. Nur AF-On-Taste oder eben AF-On-Taste und Auslöser, so wie es standardmäßig eingestellt ist. Wenn ihr Back-Button-Fokus verwendet, dann solltet ihr hier den Punkt auf nur AF-On-Taste einstellen. Ihr könnt bei A8 dann noch die Messfeldauswahl einschränken. Wenn ihr denkt, ihr habt da vielleicht zu viele Messfelder zur Auswahl, dann könnt ihr hier Messfelder abwählen. Ich lasse da aber alle ausgewählt. A9 Scrollen bei Messfeldauswahl sorgt dafür, dass ihr den AF-Punkt zum Bildschirm hinaus bewegen könnt. Er kommt dann wieder auf der anderen Seite vom Bildschirm an. Ich lasse das Ganze aber auch mal auf Off, weil manchmal möchte ich einfach komplett an den Rand und wenn ihr das Scrollen hier anhabt, dann kann es einfach sein, dass der Punkt schon wieder an die andere Seite vom Bildschirm springt. Lassen wir hier mal aus. Unter A11 finden wir dann noch das integrierte AF-Hilfslicht. Jetzt ist es so, wenn ihr irgendwo fotografiert, wo ihr die Leute nicht stören wollt, dann macht ihr hier natürlich das Hilfslicht aus, damit die Leute da nicht durch das kleine Licht an der Kamera gestört werden. Unter A12 findet ihr den Konturfilter. Und Konturfilter ist ein bisschen, ich sag mal, eine undeutliche Beschreibung. Dahinter verbirgt sich nämlich einfach das Focus Peaking, so wie man es auch bei anderen Kameras kennt. Ihr könnt hier das Focus Peaking einstellen und auch konfigurieren, welche Farbe und welche Empfindlichkeit ihr da haben wollt. Also wie gesagt, wenn ihr auf der Suche nach Focus Peaking seid, es findet ihr unter A12 Konturfilter. Unter A13 Auswahlgeschwindigkeit für Fokusmessfelder könnt ihr einstellen, wie schnell das Fokusfeld verstellbar sein soll. Also ihr habt hier den Joystick an der Kamera und damit könnt ihr einfach einstellen, wie schnell ihr das Fokusfeld auf dem Bildschirm verschiebt. Normal ist da eine recht gute Einstellung, die nutze ich auch weiterhin. Und dann sind wir auch schon im B-Menü für Belichtung. Ihr könnt hier die ISO, Schrittweite und so weiter erstmal einstellen. Der wichtige nächste Punkt ist hier aber erstmal die B4 Matrixmessung bei Gesichterwahrnehmung. Das heißt, die Kamera passt die Belichtung an, wenn sie ein Gesicht erkannt, dann wird die Belichtung so ausgelegt, dass das Gesicht primär am besten erkannt wird. Könnt ihr hier ein- und ausstellen. Wenn ihr euch mit der Belichtungsmessung ein bisschen auskennt und die konfigurieren wollt, dann könnt ihr hier das Ganze unter B5 und B6 alles genauer einstellen. Und dann sind wir schon im C-Menü, da habt ihr nur 3 Punkte und hier ist ein wichtiger Punkt der Selbstauslöser. Ihr könnt nämlich bei der Bildreihenfolge, wo wir vorhin schon waren, natürlich auch den Selbstauslöser auswählen und habt hier dann die Möglichkeit, diesen zu konfigurieren. Also wie lange der warten soll, bis er auslöst, auch die Anzahl von Aufnahmen und der Intervall zwischen den Aufnahmen. Ihr könnt hier also den Selbstauslöser richtig passend konfigurieren. Gerade wenn ihr vielleicht ein Gruppenbild machen wollt oder so, solltet ihr hier 2, 3 Aufnahmen mehr machen. Könnt ihr hier unter C2 auf jeden Fall alles einstellen. Unter C3, die Ausschaltverzögerung, findet ihr eigentlich die Energieeinstellungen. Also ihr seht hier bei mir im Menü, ich habe schon alles auf 10 Minuten gestellt, weil ich eben nicht will, dass die Kamera abschaltet, während ich euch hier das alles zeige. Normal sind hier andere Werte hinterlegt. So wie es hier steht, 10 Minuten, so lasse ich es eigentlich auch. Ich will nicht, dass die Kamera immer in Standby geht. Der Akku hält auch wirklich sehr lang. Und hier könnt ihr eben einfach alles konfigurieren, wie schnell sie abschalten soll. Ihr könnt da zwischen Sekunden und Minuten wählen und euch das Ganze so konfigurieren, wie es für euch passt. Wie gesagt, ich bin mit den 10 Minuten, die ich hier überall eingestellt habe, eigentlich sehr zufrieden und werde die hier auch so lassen. Und dann sind wir wieder im Aufnahmemenü D1, da waren wir vorhin schon, wo ihr die Low-Speed-Bildrate für die Reihenaufnahme Low einstellen könnt. Ich lasse hier weiterhin die 5 Bilder pro Sekunde und komme direkt zum nächsten Punkt, und zwar die maximale Bildanzahl pro Serie. Das heißt, wie viele Bilder ihr maximal machen wollt, wenn ihr eine Reihenaufnahme startet. Da ist es jetzt so, es ist auf 200 Bilder eingestellt. Wenn ihr noch eins weiter hochdrückt, steht es auf unendlich. Dann nimmt die Kamera dann also einfach so viele Bilder auf, wie möglich sind, wie der Pufferspeicher zulässt. Und ich stelle das hier auch auf unendlich, weil ich möchte mich da nicht auf Bilder begrenzen, denn ich möchte ja selber vorgeben, wie lange ich hier die Bilder jetzt wirklich aufnehme. Manchmal kann es ja sein, dass gerade ein spezieller Moment wäre, wo es doch dann über 200 Bilder hinausgeht, auch
wenn es wahrscheinlich sehr selten ist, weil das sind dann natürlich schon sehr viele Bilder und eine sehr lange Zeit, wo ihr hier den Auslöser drücken müsst. Unter D3 findet ihr dann einen wichtigen Punkt, die Pre-Release Capture Option, also die Voraufnahme. Die Kamera hat ja die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen, bevor ihr den Auslöser komplett durchgedrückt habt, und das ist genau diese Einstellung hier. Ihr müsst jetzt nur beachten, ihr könnt das Ganze nur in Reihenaufnahme C30, C60 und C120 nehmen. Also nur im JPEG und eben nur mit dem elektronischen Verschluss. Dafür könnt ihr hier dann natürlich auch alles konfigurieren, was ihr für die Aufnahmeserie so braucht. Also wenn ihr Pre-Capture sucht, unter D3 findet ihr das Ganze. Unter D5 findet ihr dann noch die Belichtungsverzögerung. Also ein bisschen sowas wie ein Selbstauslöser, nur dass ihr hier eben vermeiden wollt, dass die Kamera Erschütterungen erfährt. Wenn ihr zum Beispiel Lowlight-Aufnahmen von Sternen oder Häusern oder sonst was in der Nacht machen wollt, ist das ein guter Punkt, um eben Verwacklungen zu vermeiden. Bei D6 könnt ihr den Verschlusstyp einstellen. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Verschlusstyp auszuwählen. Für den Anfang, wenn ihr euch auch noch nicht so ganz genau auskennt, lasst das Ganze auf automatisch stellen. Wenn ihr die volle Bildanzahl haben wollt, müsst ihr aber den elektronischen Verschluss wählen, beziehungsweise wenn ihr hier automatisch stehen habt, dann wird die Kamera selbst den elektronischen Verschluss auswählen. Der hat aber manchmal ein paar Nachteile wie Bending oder Rolling Shutter. Deswegen lasst es für den Anfang einfach mal auf automatisch, und wenn ihr euch da ein bisschen mehr auskennt, dann könnt ihr das natürlich auch noch selbst konfigurieren. Unter D7, dem erweiterten Verschlusszeitenbereich, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren, und dann könnt ihr bis zu 900 Sekunden Belichtungszeit auswählen. Das ist natürlich gerade, wenn ihr Sterne oder sowas fotografieren wollt, von Vorteil. Das Ganze findet ihr unter D7. Unter D9 findet ihr dann noch den Nummernspeicher. Damit könnt ihr einfach aktivieren, ob die Kamera neue Dateinamen vergeben soll, wenn sie neue Speicherkarten im Fach hat, oder ob ihr die Dateinamen bzw. das Hochzählen vom Dateinamen einfach fortführen wollt, auch wenn ihr eine neue Speicherkarte eingelegt habt. Ich lasse das Ganze auf On, weil ich möchte natürlich, dass auch wenn ich die Speicherkarte wechsle, der Dateiname einfach weiter hochgezählt wird, damit ich das alles ein bisschen besser unterscheiden kann. Unter D10 habt ihr dann noch die Möglichkeit, den Live View zu konfigurieren. Also ob ihr das Bild wirklich so sehen wollt, wie es auch aufgenommen wird, oder ob ihr sowas wie einen optischen Sucher simulieren wollt. Das Ganze könnt ihr hier einstellen. Ich lasse es natürlich auf Einstellungen darstellen, weil ich möchte ja wirklich sehen, was ich auch eingestellt habe. Unter D11 habt ihr dann noch die Sternbildansicht. Das ist einfach ein Modus, wo ihr im Dunkeln besser fokussieren könnt. Das Bild kann da ein bisschen verzögert dargestellt werden und passt auch nicht ganz so, wie ihr es dann aufnehmt, aber ihr habt eben die Möglichkeit, im Dunkeln nochmal einen Tick besser zu fokussieren. Unter D12 habt ihr dann die Möglichkeit, warme Anzeigefarben einzustellen. Das heißt, ich aktiviere das Ganze hier mal, dann seht ihr das. Da wird das Menü einfach in so einem Rotton dargestellt, und das hat den Vorteil, nachts, wenn ihr zum Beispiel Astroaufnahmen machen wollt, blendet euch das Menü einfach nicht. Ich stelle das Ganze hier jetzt natürlich wieder auf aus, dass ihr da was seht. Ihr habt da auch noch die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, sodass ihr wirklich nicht geblendet werdet oder auch nicht andere Leute blendet, wenn ihr eben irgendwo vielleicht Nachtaufnahmen, Sternenhimmel und so weiter aufnimmt. Das findet ihr, wie gesagt, hier unter D12, warme Anzeigefarben. Unter D13 findet ihr dann noch die Displaybeleuchtung. Ihr habt hier oben ja das kleine Infodisplay. Da habt ihr den Knopf daneben, wo ihr die Beleuchtung ein- und ausschalten könnt. Hier im Menü könnt ihr die Displaybeleuchtung dann auch noch von Hand einstellen. Die ist dann, solange die Kamera an ist, auch aktiviert. Das braucht natürlich alles ein bisschen mehr Strom. Unter D15 findet ihr dann die Anzeige des Auslösungszeitpunkts. Und das ist einfach so, ihr könnt hier mehr oder weniger den blackout-freien Sucher konfigurieren. Wenn ihr hier den Anzeigetyp A nehmt, dann wird bei jedem aufgenommenen Bild der Bildschirm kurz dunkel. Ihr habt so gesehen dann keinen blackout-freien Sucher mehr. Unter Typ B werden euch Linien an den Bildschirmrändern eingeblendet, also oben, unten, links und rechts, sodass ihr seht, wenn gerade eine Aufnahme aufgenommen wird. Unter Typ C werden die Linien nur am rechten und linken Bildschirmrand eingeblendet. Wenn ihr das Ganze ausblendet, dann habt ihr einfach gar keine Anzeige mehr über die Bildaufnahme, und ich würde euch empfehlen, da einfach den Typ B zu nehmen. Unter D16 könnt ihr noch so einen Bilderrahmen einblenden. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hier auf der Aufnahme seht. Ich gucke mal kurz. Ihr seht den Rahmen hier, der kleine weiße Rahmen. Und wenn wir den jetzt deaktivieren, dann seht ihr genau keinen kleinen weißen Rahmen. Das ist einfach so eine kleine Begrenzung vom Display, nenne ich es mal, wo ihr ein bisschen mehr unterscheiden könnt, wo der Bildschirm auch wirklich aufhört. Unter D17 habt ihr dann die Möglichkeit, Gitterlinien zu konfigurieren, also die ganz normal üblichen Gitterlinien, die ihr auch von anderen Kameras kennt. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, wenn ihr das hier ausgewählt habt, dann sind die noch nicht automatisch aktiviert. Da müsst ihr nämlich weiter unten bei D19 die individuellen Monitordarstellungen einstellen, und da geht ihr zum Beispiel drauf, Anzeige 1, drückt nochmal nach rechts, und dann seht ihr hier die Gitterlinien.
Die müsst ihr hier dann aktivieren und dann werden die auch angezeigt. Genauso verhält sich das auch fürs Histogramm und auch die Wasserwaage, der virtuelle Horizont. Wo wir jetzt nochmal zurückgehen, unter D18 könnt ihr nämlich die Art des virtuellen Horizontes einstellen. Also ihr könnt hier die Wasserwaage konfigurieren. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze für die einzelnen Displays, also Display und Sucher einzeln konfigurieren. Das könnt ihr unter D19 und D20 machen und da einstellen, was für euch am besten passt. Unter D21 habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Sucheanzeige mit hoher Aktualisierungsrate einzustellen. Da könnt ihr einfach Objekte mit schneller Bewegung dann besser erkennen. Die stelle ich hier jetzt auch mal auf On. Im E-Menü könnt ihr alle Blitzeinstellungen konfigurieren. Das überspringen wir jetzt mal, weil die Kamera kommt ja nicht mit einem Blitz. Und ich denke, wenn ihr einen Blitz für die Kamera besitzt, dann wisst ihr auch genau, was ihr da einstellen müsst. Im F-Menü können wir dann die ganzen Bedienelemente konfigurieren und als erstes F1 finden wir das I-Menü, welches ihr hier anpassen könnt. Also das ist das kleine Menü, was mit dem I-Knopf dann aufpoppt. Das könnt ihr hier für euch passend konfigurieren. Ich will da jetzt nicht mit euch komplett durchgehen und euch sagen, wie ich das konfiguriere, weil das muss einfach jeder für sich selber feststellen. Aber ihr werdet da schon wissen, was für euch dann die besten Einstellungen so sind. Unter F2 könnt ihr dann die Bedienelemente für die Aufnahme einstellen und unter F3 die Bedienelemente für die Wiedergabe, also wenn ihr Bilder wiedergeben wollt. Da könnt ihr euch die Kamera so anpassen, wie ihr wollt. Ihr habt hier wirklich sehr viele Möglichkeiten, was ihr einstellen könnt, um die Funktionen auf verschiedene Knöpfe zu legen. Da ist also für jeden was geboten. Unter F4 könnt ihr dann die Touch-Funktionen aktivieren, also ob ihr zum Beispiel das Fokusfeld oder so damit verschieben wollt. Ich arbeite da wirklich nur mit den Bedienelementen von der Kamera und lasse deswegen hier die Touch-Funktion fürs Fokusfeld und so ausstehen. Unter F5 könnt ihr Bedienelemente sperren, dass ihr die nicht versehentlich irgendwie verstellt. Ich lasse da hier natürlich alles mal auf Aus, weil ich möchte natürlich die volle Kontrolle über meine Kamera behalten. Unter F6 könnt ihr noch die Ausmalrichtung der Rädchen einstellen, also ob die Belichtungskorrektur oder die Belichtungszeitblende einfach verkehrt herum beim Drehen verstellt werden sollen. Da kann es ja sein, dass ihr mit der Drehrichtung vielleicht so nicht zufrieden seid. Bei F7 könnt ihr das Tastenverhalten festlegen. Das heißt, wenn ihr das Ganze auf On stellt, dann können Einstellungen, die normalerweise bei einer gedrückten Taste und gleichzeitigem Drehen von einem Einstellrad vorgenommen werden, durch Drehen des Einstellrads nach Loslassen der Taste gedrückt werden. Das heißt, ihr müsst das Bedienelement nur einmal drücken und könnt dann einfach über das Rad die Einstellung verstellen und müsst das Ganze nicht gedrückt halten. Ist eine Sache, das könnt ihr so einstellen, wie es euch am besten passt. Ich mag das eigentlich, wenn ich das Rad gedrückt halten muss, weil dann kann ich nicht aus Versehen noch irgendwie was verstellen. Unter F9 könnt ihr dann euren Fokusring einfach konfigurieren, ob ihr den andersrum gedreht haben wollt. Ihr habt hier ja meistens Focus by Wire, also einen elektronischen Fokusring und hier könnt ihr einfach einstellen, in welche Richtung der dann wie fokussieren soll. Das Ganze unter F10, Drehbereich des Fokussierrings, könnt ihr dann auch noch einstellen, ob der Fokusring linear sein soll oder nicht linear und wie groß der Drehbereich sein soll. Das muss aber vom Objektiv unterstützt werden. Ich habe hier das 50 mm gerade dran und wie ihr seht, ist der Punkt hier ausgegraut, da geht das Ganze nicht. Und dann haben wir hier noch ein paar kleinere Einstellungen, die überspringen wir und gehen mal direkt in den G-Bereich. Da haben wir nämlich einfach die Bedienung für den Videomodus. Ihr habt hier also wieder die Möglichkeit, das I-Menü anzupassen, also so wie es auch schon im Fotomodus war, könnt ihr hier im Videomodus das Ganze noch passend anpassen. Ihr könnt auf G2 dann wieder die Bedienelemente konfigurieren, wie ihr es für euch im Videomodus passend haben wollt. Also ihr könnt da unterscheiden zwischen Foto- und Videomodus, hat auch Vorteile. Beim Videomodus braucht man dann schon öfters mal andere Einstellungen wie jetzt im Fotomodus und dann lässt sich hier einfach besser drauf zugreifen. Ihr habt auch bei G4 wieder die Möglichkeit, die Messfeldauswahl einzuschränken und mit G5 und G6 habt ihr die Möglichkeit, den Autofokus im Videomodus dann noch zu konfigurieren. Also wie schnell der in der Empfindlichkeit sein soll, wie das Tracking sich verhalten soll. Das Ganze findet ihr unter G5 und G6. Unter G9 lässt sich dann noch eine Fein-ISO-Automatik einstellen. Da habt ihr einfach die Möglichkeit, dann Sechstelstufen für die ISO-Einstellungen vorzunehmen. Unter G10 habt ihr dann wieder die Möglichkeit, erweiterte Verschlusszeiten im Videobereich einzustellen. Und das hat den Vorteil, bei Bildraten von 24 bis 60 Bilder pro Sekunde lässt sich die Belichtungszeit dann nämlich auf bis zu einer Viertelsekunde einstellen. Somit kann zum Beispiel der Nachthimmel im Video noch besser dargestellt werden und die ISO muss nicht so weit hochgezogen werden. Wenn die Einstellung hier nämlich auf Off ist, dann könnt ihr nur maximal die Belichtungszeit einstellen, wie ihr auch Bilder pro Sekunde habt. Also bei 30 FPS zum Beispiel eine 30. Sekunde, bei 25 FPS eine 25.
25 Sekunde und so weiter. Also wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, die erweiterten Verschlusszeiten einzustellen, um einfach noch ein bisschen länger zu belichten. In G11 habt ihr dann die Darstellungshilfe, wenn ihr ein N-Log aufnehmt. Bei N-Log ist ja das Bild sehr flach dargestellt, also auch ein bisschen gräulich und so, und ihr habt eben nicht die wirkliche Farbdarstellung, wie ihr sie nach dem Bearbeiten dann haben solltet. Hier lässt sich einfach die Darstellungshilfe einstellen, dass das Bild auf eurem Display hier in der Kamera so dargestellt wird, wie es nachher nach dem Bearbeiten ungefähr aussehen könnte. Unter G12 habt ihr dann die Möglichkeit, Zebras zu konfigurieren. Also gerade die Zebra-Konfiguration ist für die Belichtung wichtig, dass ihr da gewisse Bereiche passend belichten könnt. Das findet ihr hier unter G12, da könnt ihr alles Mögliche ausgiebig konfigurieren. Genauso mit G13, da könnt ihr hier das Ganze auch noch ein bisschen weiter konfigurieren. Unter G14 findet ihr dann wieder die Gitterlinien, so wie ihr es auch schon im Fotomodus hattet. Ihr müsst das Ganze dann natürlich wieder unter G15 und G16 einstellen. Wichtig hier im Videomodus ist G15. Hier könnt ihr nämlich von Histogramm auf Waveform umstellen, und ich finde, mit Waveform Monitor kann man einfach viel besser die Belichtung einstellen. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwischen dem Waveform Monitor in klein und groß zu wählen. Ich nehme hier den Waveform Monitor L und stelle hier auch direkt mal die Monitoreinstellung Anzeige 1, den Waveform Monitor ein, also die Helligkeitsinformation. Da wird dann nachher das Waveform direkt, wie ihr es hier auch schon in der Vorschau seht, angezeigt, und ihr habt einfach eine viel bessere Hilfe zur Belichtungseinstellung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch für den Sucher konfigurieren, falls ihr euer Video durch den Sucher aufnehmt. Wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, aber wie gesagt, hier findet ihr das Ganze dann auch noch. Unter G18 könnt ihr dann noch einen roten Rahmen einblenden lassen. Das ist standardmäßig auch aktiviert. Das heißt, wenn ihr ein Video aufnehmt, ist einfach ein kompletter roter Rahmen um euer Display rum. So könnt ihr einfach besser erkennen, wenn ihr ein Video aufnehmt. Und dann kommen wir auch schon ins nächste Menü, und zwar das blaue Wiedergabemenü. Hier gibt es nur ein paar wenige Punkte, die ich euch kurz zeigen will. Da wäre als erstes der Punkt für die Optionen für Wiedergabeansicht. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Bilder auf der Kamera anschaut, euch zum Beispiel das Fokusmessfeld anzeigen lassen, welches die Kamera verwendet hat. So könnt ihr einfach besser bewerten, ob die Kamera auch wirklich da fokussiert hat, wo ihr das gerne wolltet. Ihr könnt euch hier zum Beispiel auch das erste Bild in der Aufnahmeserie markieren. Also ihr habt hier diverse Möglichkeiten, welche ihr da einstellen könnt. Ein bisschen weiter unten könnt ihr dann auch noch die Bildkontrolle einstellen. Da wird das Bild dann einfach direkt nach der Aufnahme direkt wiedergegeben. Ein Tick weiter unten finden wir dann auch noch die Option Bilder automatisch drehen. Das heißt, soll ein Hochformatbild auf dem Bildschirm gedreht werden, wenn ihr die Kamera eben im Querformat haltet. Da könnt ihr das Ganze aktivieren, deaktivieren, ob ihr das Ganze eingestellt haben wollt. Und dann kommen wir auch schon ins orangene Einstellungs- bzw. Systemmenü und kommen hier direkt oben mal zum Punkt Speicherkarte formatieren. Und jetzt ist es so, ich bin ein Freund davon, Speicherkarten immer in der Kamera zu formatieren. Das liegt einfach daran, eine Speicherkarte, die an einem PC oder Mac formatiert wurde, kann vielleicht sein, dass die Probleme in der Kamera macht, weil vom Format her irgendwie was nicht passt. Deswegen, ich formatiere das immer hier in der Kamera, und das könnt ihr hier unter Speicherkarte formatieren dann auch direkt auswählen und diese eben formatieren. Ihr habt da dann auch die Möglichkeit, die User Settings zu speichern, also alles, was ihr eingestellt habt, könnt ihr hier unter U1, 2, 3 speichern. Das findet ihr hier im Systemmenü. Weiter unten an vierter Stelle, das ist wichtig, die vierte Stelle in diesem Menü, habt ihr die Spracheinstellungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kamera habt, die auf Chinesisch oder sonst was eingestellt ist und ihr könnt nicht mal lesen, was da steht, dann findet ihr einfach im orangenen Systemmenü an vierter Stelle die Spracheinstellung, geht da drauf und könnt hier die Sprache dann direkt auswählen. Hier habt ihr dann natürlich auch noch die Möglichkeit, die Zeitzone und das Datum einzustellen, die Monitorhelligkeit, die Sucherhelligkeit, und der Sucher, der Z6 III, ist ja wirklich sehr hell. Ihr könnt ihn so hell einstellen, dass er euch fast das Auge wegbrennt, also da geht schon ordentlich was. Hier mit der Auto-Einstellung bin ich aber wirklich sehr zufrieden. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn Leute eine Brille benutzen und eben nicht so nah am Sucher sind, wie jetzt Leute ohne Brille das so wären. Ihr könnt auch eine Stufe drunter die Größe der Sucheranzeige konfigurieren. Das heißt, ihr könnt das Ganze von Standard auf S stellen. Da wird einfach das Sucherbild ein bisschen kleiner. Es wird aber nur das Live-Bild vom Sucher kleiner. Also die Anzeigen außenrum bleiben trotzdem oben weiter weg. Jetzt ist es so, das ist hilfreich, wenn ihr eine Brille habt und nicht ganz so nah an den Sucher kommt. Es ist ein bisschen ungeschickt gelöst, weil die Einstellungen natürlich trotzdem außenrum angezeigt werden. Die werdet ihr dann trotzdem ein bisschen schlechter erkennen, aber ihr könnt zumindest das Live-Sucherbild besser erkennen. Ihr habt dann hier auch noch die Möglichkeit, die Aufnahmeinfo automatisch drehen auf auszustellen. Ihr seht es ja, wenn ihr die Kamera, mal schauen, ob das hier in den Einstellungen geht. Wenn ihr die Kamera dreht, ne, geht jetzt nicht, wenn ich den Rekorder anhabe.
dann tun sich die Einstellungen auf dem Bildschirm ja mitdrehen. Das kann manchmal ein bisschen nervig sein, das könnt ihr hier dann jetzt natürlich einstellen. Doch, geht. Ich habe es auf ausgestellt, deswegen ihr seht es hier, wie sich diese Einstellungen ändern, wenn ich die Kamera drehe. Wie gesagt, es funktioniert, wenn man es ausstellt, weil es war ja gerade auf aus. Ich lasse es aber auf an, ich finde es eigentlich eine recht gute Funktion. Ein wichtiger Punkt habt ihr dann noch etwas weiter unten, und zwar die automatische Temperaturabschaltung. Die steht auf Standard, und wenn ihr viel Videos dreht, dann solltet ihr das Ganze hier auf Hoch stellen, weil die Kamera könnte überhitzen, wenn ihr eben viel Aufnahmen macht, viel Videoaufnahmen, und wenn ihr das auf High stellt, dann ist dieses Überhitzungslimit einfach ein bisschen weiter oben eingestellt und ihr habt da länger Zeit, eure Aufnahmen zu machen. Die Kamera wird da dann natürlich auch wärmer. Es ist aber eigentlich nie so gewesen, dass ich die nicht mehr anfassen konnte. Also die wird dann natürlich schon ein bisschen wärmer. Im Winter ist es gerade ein bisschen angenehm, dann macht es die Hände ein bisschen wärmer, aber ihr solltet euch da immer noch nicht verbrennen können. Das ist ein Punkt, den stelle ich eigentlich bei jeder Kamera, bei jedem Hersteller erstmal direkt auf High, damit da eben nie irgendwie was ins Überhitzungslimit geht. Weiter unten habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Copyright-Informationen hinzuzufügen und ein bisschen weiter unten noch die Kamerasignaltöne zu konfigurieren. Kamerasignaltöne ist ja gerade wichtig. Die Kamera macht diverse Töne, wenn ihr auslöst oder sowas, und das könnt ihr hier einfach konfigurieren. Ich mache hier meistens die Lautstärke erstmal auf Lautstärke 1. Ich würde gern schon noch hören, vor allem wenn man den elektronischen Verschluss nutzt, ob die Kamera ausgelöst hat. Das kann man hier dann konfigurieren. Wenn ihr alle Geräusche von der Kamera auf einen Schlag ausstellen wollt, dann könnt ihr hier den Lautlos-Modus aktivieren. Den findet ihr hier auch im Menü. Da ist es dann aber so, die Kamera versucht komplett leise zu sein. Also sie aktiviert den elektronischen Verschluss, Blitze werden nicht mehr ausgelöst und die Flimmerreduzierung wird da aber auch deaktiviert. Da müsst ihr halt einfach vorsichtig sein, weil manchmal wollt ihr ja gewisse Dinge da nutzen, die werden da eben alle abgeschaltet. Unter HDMI habt ihr dann noch die Möglichkeit, die HDMI-Ausgabe einzustellen, so wie es jetzt hier eben mit dem Rekorder eingestellt ist. Ihr könnt da die Aufnahmeinformationen ausgeben oder eben nicht, dass ihr ein cleanes HDMI-Bild habt, lässt sich alles hier im Menü konfigurieren. Das Gute dabei ist, wie ihr seht, ich habe ja hier den Kamerabildschirm, ich kann es euch so auch mal kurz zeigen. Bei den Nikon-Kameras ist es wirklich so, ihr habt das Menü auf der Kamera und auf dem Rekorder, also es wird beides über HDMI ausgegeben. Bei manchen Kameras kennen zum Beispiel, schaltet sich ja das Display hinten ab, wenn ihr einen Rekorder angeschlossen habt. Das ist hier eben nicht der Fall. Ganz unten im Menü habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Firmware-Version zu überprüfen. Ist ja auch wichtig, wenn man mal ein Firmware-Update durchführen will. Im rosa Netzwerkmenü findet ihr dann noch die Möglichkeit, den Flugmodus zu aktivieren. Da könnt ihr auf einen Schlag alle Einstellungen deaktivieren, was mit Funken oder so zu tun habt. Ist natürlich auch von Vorteil, wenn man ein bisschen mehr Strom sparen will mit der Kamera, weil gerade Bluetooth oder WLAN sind natürlich Stromfresser, lässt sich hier auf einen Schlag deaktivieren. Weiter will ich aber in dem Menü auch nicht gehen. Ganz unten im Menü findet ihr dann noch das Mein-Menü. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, komplett Menüpunkte festzulegen, die ihr hier in dieser Übersicht dann seht. Da könnt ihr einfach dann deutlich schneller drauf zugreifen, und es hat halt Vorteile, weil, wie ihr jetzt gesehen habt, es ist ja schon ein bisschen alles übers Menü verteilt. Ihr könnt es hier ein bisschen zusammenfassen und da einfach schneller drauf zugreifen. So, und dann war es das jetzt auch. Das Video müsste jetzt ziemlich lang gegangen sein. Wir müssten irgendwo bei 40 Minuten oder sowas sein. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Ich bin jetzt mal die groben Einstellungen alle durchgegangen. Klar, ihr könnt das alles immer noch ein bisschen detaillierter einstellen. Da müsst ihr einfach für euch rausfinden, was ihr da noch umstellen wollt, umstellen könnt und so weiter. Aber so für die groben Einstellungen dürfte es das jetzt mal gewesen sein. Ich hoffe einfach, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Kamera. Das ist wirklich ein sehr potentes Modell, gerade auch für das Geld, wo es die gibt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.